Hallo meine Freunde, hola Madridistas, also das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Wie aus dem Nichts ist gestern ein neuer Name im Trainerkarussell von Real Madrid aufgetaucht und das mit verdammt hoher Geschwindigkeit, denn er gilt bereits als Geheimfavorit und die ersten Gespräche haben bereits stattgefunden. Und zwar handelt es sich um Lionel Scaloni, dem Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, dem Weltmeistertrainer, dem Trainer der 2 Copa de America. Was da los ist, die Informationen und meine Meinung dazu erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Aber dann unterhalten wir uns auch über ein anderes großes Thema bei Real Madrid, denn Kylian Mbappé ist nicht nur verletzt, was da genau los ist, erfahrt ihr natürlich auch, sondern er ist wütend auf Real Madrid. Sowohl auf den Vorstand als auch auf die Kabine. Was seine Gründe sind, die Informationen kommen direkt aus Frankreich. Die teile ich natürlich auch mit euch. Und dann unterhalten wir uns auch noch über Eder Militao, ein bisschen über Thiago Pitach. Also, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video mit einer kurzen Erinnerung an gestern starten. Und zwar denkt dran, heute ab 20 Uhr Premier League International Cup Real Madrid U21 oder Real Madrid Castilla gegen die U21 von Dinamo Zagreb. Und wenn ihr euch fragt, ja, hast du uns doch gestern schon gesagt, eine neue Überraschung. Thiago Pitach hilft den Jungs von Real Madrid Castilla aus. Die ersten Stimmen sagen schon, er wird vielleicht bis zum Ende der Saison Real Madrid Castilla weiterhelfen, denn bei Real Madrid, bei der ersten Mannschaft, geht es um nichts mehr. Real Madrid Castilla kämpft um die Aufstiegsplätze, also Thiago Pitach hilft den Jungs von Real Madrid Castilla. Wer Lust hat, ihn und die Jungs heute zu sehen, ab 20 Uhr. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Erwachsenen. Fangen wir mit der ersten Information rund um Eder Militao an. Ich hatte euch berichtet, er hat sich für die OP entschieden. Er hat sich ja für den Real Madrid Weg entschieden. Dadurch ist die WM natürlich für ihn Geschichte. Allerdings ja, muss seine Verletzung behandelt werden. Er wird nach dieser OP 5 Monate ausfallen. Die Information kommt von Arantxa Rodriguez. Eine bessere Quelle gibt es bei Real Madrid nicht. Und Eder Militao wird diese Woche noch in Finnland operiert. Also ein Fachmann in Finnland operiert Eder Militao. Ich drücke dem Brasilianer die Daumen und kann immer noch sagen, Hut ab davor, dass er seinen Verein Real Madrid vor Brasilien, vor die WM stellt. Ja. Gerne mehr von solchen Profis bei Real Madrid. Ein anderer Spieler, der verletzt ist, ist Kylian Mbappé. Das Ganze ist nicht nur eine Vermutung, nein, das Ganze ist jetzt offiziell bestätigt von der medizinischen Abteilung von Real Madrid. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Mbappés medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Kylian Mbappé eine Verletzung des Semitendinosus-Muskel im linken Bein diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Also, das war keine eingebildete, ich habe keinen Bock mehr auf den Rest der Saisonverletzung. Nein, das ist leider eine echte Verletzung. Die ersten Prognosen lassen darauf schließen, dass er das Spiel am Wochenende gegen Espanyol Barcelona verpassen wird, aber er hat anscheinend schon verkündet, danach die Woche beim Clasico möchte Kylian Mbappé unbedingt wieder dabei sein. Also diejenigen, die gesagt haben, der schont sich jetzt bis zur WM, lagen falsch. Ja, und da müssen wir uns allgemein mal ein bisschen drüber unterhalten. Kylian Mbappé ist so ein bisschen die Reizfigur des Madridismus. Auf der einen Seite gibt es viele Madridistas wie mich, die mehr erwartet haben von dem Kylian Mbappé. Du bist der absolute Topverdiener, du bist der neue Superstar und wir messen dich natürlich am Abschneiden von Real Madrid. Und Real Madrid hat die schlechtesten 2 Saisons in 20 Jahren gespielt oder in keine Ahnung wie lange und das sind ausgerechnet deine ersten beiden Jahre bei Real Madrid. Wie sollen wir dann mit dir und deiner Leistung zufrieden sein?
Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, aber der Mann macht seine 50, 60 Tore im Jahr, er kann nicht schuld sein. Wenn er der Einzige wäre, der nicht so viel nach hinten arbeitet, wäre das gerechtfertigt, denn er macht dafür seine 60 Tore. Ich meine, das ist mehr oder weniger, was man über Messi immer wieder gesagt hat. Messi muss nicht nach hinten arbeiten, wenn er dir vorne die Titel gewinnt oder vorne die Tore macht und die Entscheidungen bracht. Ja, das Problem bei Real Madrid, ja, jeder kann es sehen, wie er will. Ich sehe das Problem logischerweise darin, wenn ein Kylian Mbappé nicht läuft, denkt sich irgendwann ein Vini, wenn der nicht läuft, laufe ich auch nicht. Dann denkt sich vielleicht irgendwann ein Bellingham, wenn der nicht läuft, laufe ich auch nicht. Und wir haben halt das Trara, wir haben die 2 katastrophalen Saisons. Ja, allerdings ist ein Kylian Mbappé zurzeit sehr, sehr wütend. Die Information, die ich für euch jetzt habe, ist von Le Journal du Real. Das ist eine Informationsseite aus Frankreich. Ich habe extra mal nachgeschaut, wie zuverlässig die sind. Die haben eigentlich einen guten Ruf, sollen eine gute Beziehung haben, ja, zur Entourage von Kylian Mbappé. Ja, und bevor ich zu viel verrate, hören wir uns mal die Gründe für die Wut von einem Kylian Mbappé an. Es gibt einen Ausgangspunkt für das Ganze. Und tatsächlich ist diese potenzielle Reibung, die entstanden ist, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Vereinsführung und mit Florentino Perez entwickelt hat, die Entlassung von Xabi Alonso und schon davor, eigentlich schon ein wenig früher. Wie man mir sagt, soll Mbappé angewidert gewesen sein. Wirklich angewidert vom Abgang von Xavi, mit dem er fand, dass die Mannschaft gut funktionierte, weil Real Madrid gewann. Man hatte es geschafft, zu einem bestimmten Zeitpunkt 5 Punkte Vorsprung auf Barca herauszuholen, bis zur Vinicius-Affäre, genau beim Clásico, wo es kracht, wo alles explodiert. Und danach gibt es eine Serie von 3 schlechten Ergebnissen, 3 Unentschieden in Folge und Real verliert seinen Vorsprung auf Barca, obwohl alles gut lief. Also das gibt es auch. Und was die Leute betrifft, die den Spieler umgeben, wie man mir erklärt hat, ist man ganz klar auf derselben Linie. Wir waren sehr zufrieden mit dem, was das Real Madrid von Xabi Alonso gezeigt hat. Es gab eine Idee, ein Projekt und die Tatsache, dass tatsächlich 3 Spieler, also Vinicius, Valverde und Bellingham, beschlossen haben, im Grunde alles zu zerstören. Und das hat natürlich verärgert und verärgert immer noch, auch heute noch, immer wieder. Und genau hier kommt auch die Entscheidung von Florentino Perez ins Spiel. Es hat auch enttäuscht, weil ja, Florentino Perez hat sich im Grunde auf die Seite der Spieler gestellt, auf die Seite dieser Spieler, die mit der Arbeit von Xabi Alonso nicht zufrieden waren. Auch Florentino Perez hatte seine eigenen Probleme in Bezug auf Xabi Alonso. Ja, und ich bin ganz ehrlich, nachdem ich diese Information gehört habe, hatte ich ein geteiltes Herz. Denn ich bin ehrlich, ich bin wütend auf Kylian Mbappé. Ich bin sauer. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, immer wenn er da ist, läuft es scheiße. Wenn er krank ist, wenn er verletzt ist, spielen wir super. Ja, das hat auf der einen Seite vielleicht mit ihm zu tun oder vielleicht damit, dass die restlichen Jungs so ein bisschen sauer auf ihn sind oder vielleicht, wie gesagt, auch nicht alles geben, wenn er da ist. Es fällt mir schwer zu glauben, dass einer alleine schuld sein kann. Das kann ja nicht sein. Und wenn ich mir die Gründe von dem Kylian Mbappé anhöre, da habe ich Verständnis für ihn. Wenn ich Kylian Mbappé wäre, ich komme zu Real Madrid, wir spielen eine katastrophale Saison unter Carlo Ancelotti und ich als Mbappé habe das Gefühl, hier sind viel zu viele Freiheiten bei Real Madrid. Und dann kommt ein Trainer, der alles ändern soll. Ein Xabi Alonso, der auf Disziplin achtet, der darauf achtet, Videoanalysen zu machen, die Gegner genau zu analysieren. Jeder Spieler wird überwältigt mit Informationen, mit taktischen Anweisungen, mit Trainingseinheiten, die pünktlich zu erscheinen werden müssen, etc. pp. Und ich sehe als Kylian Mbappé, hör mal, es läuft gut. Wir gewinnen von den ersten 13 Spielen 12. Wir sind Erster in der Liga mit 7 Punkten Abstand. Wir sind in der Champions League auf einem guten Weg. Wir sind überall noch dabei. Und dann kriegst du als Kylian Mbappé mit, wie ein Vini, ein Valverde und ein Bellingham diesen Trainer aber nicht abhaben können und der Trainer rasiert wird wegen denen. Ein Trainer, wo du und Arda Güler zusammen brilliert habt, unter anderem, dann kann ich verstehen, warum ein Mbappé sauer ist. Und wenn er dann sieht, es kommt ein Álvaro Arbeloa, der in der Welt des Fußballs
noch nicht so viel erreicht hat. Und laut Mbappé, die Information, die ich noch links und rechts mitbekommen habe, ist er der Meinung, ein Álvaro Arbeloa ist nicht auf dem taktischen Know-how von einem Xabi Alonso. Wie soll er das auch sein, logischerweise? Ja, und wenn er dann sieht, dass diese Spieler, die für die Unruhe gesorgt haben, jetzt wieder sehr viel Honig um den Mund bekommen und wieder ihre Freiheiten bekommen. Ey, ganz ehrlich, dann bin ich im Boot Kylian Mbappé. Zumindest bei diesem Punkt. Also versteht mich nicht falsch. Das ändert nichts daran, dass ein Kylian Mbappé viel zu wenig nach hinten arbeitet, andere Probleme hat. Aber was diese Argumentation angeht, verstehe ich einen Kylian Mbappé. Ja, und deshalb habe ich ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite bin ich wütend auf ihn und die Leistung und was mit Madrid passiert, seit er da ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn ich Kylian Mbappé wäre, ich auch sauer wäre. Ich bin ja bis heute noch sauer, dass ein Xabi Alonso gegangen ist. Für mich ist das der Grund allen Übels. Die Auswechslung von Vini Junior im Clasico, seitdem ging es steil bergab mit Real Madrid. Real Madrid war unter Ancelotti katastrophal, aber wir waren auf dem Weg der Besserung. Wir haben Barcelona geschlagen, wir waren in Europa wieder gefürchtet, wir waren Tabellenerster mit 7 Punkten. Es lief doch alles. Bis zum Ausraster von Vini und Bellingham und Valverde haben ja im Hintergrund auch gearbeitet. Ihr kennt die ganzen Berichte. Also wie gesagt, ja, und jetzt fällt es mir schwer, jeder soll seine eigene Meinung haben. Ich verstehe diejenigen, die sagen, Mbappé ist schuld. Ich verstehe genau diejenigen, die sagen, Vini ist schuld, etc. Naja, ich bin immer noch der Meinung, Xabi Alonso hätte nie entlassen werden dürfen. Ja, das ist meine Meinung. Wir sind aber jetzt da, wo wir sind. Und Real Madrid muss sich jetzt einen neuen Trainer suchen. Denn alle Medien in Spanien sagen, Álvaro Arbeloa sitzt seine letzten Tage auf der Trainerbank von Real Madrid. Vorerst, die sagen auch viele, er wird den Verein nicht verlassen. Vielleicht wird er Co-Trainer, vielleicht übernimmt er eine Jugendmannschaft, vielleicht irgendwann ist er dann soweit, erster Trainer von Real Madrid zu sein. Aber ein Fabrizio Romano hat klargemacht, ein Florentino Perez möchte keine Fehler mehr haben bei der Entscheidung, wer der neue Trainer wird von Real Madrid, was der neue sportliche Plan, die Perspektive von Real Madrid sind. Hören wir uns mal an, was der Italiener gesagt hat. Florentino Perez wird alle potenziellen Optionen in Betracht ziehen, die als nächster Trainer von Real Madrid in Frage kommen. Aber Florentino Perez wird die volle Kontrolle über die Situation übernehmen. Er holt sich zwar noch einige Ratschläge ein, also nach dem, was ich höre, wird es nicht so sein, dass Florentino mit niemandem spricht. Aber das letzte Wort wird bei Florentino liegen und Florentino wird stark in den Prozess eingebunden sein, um zu entscheiden, wer der nächste Trainer von Real Madrid wird. Ja, und ich habe hier einfach mal stellvertretenden Fabrizio Romano genommen, weil der nun mal eine gute Quelle ist. Aber die genau gleiche Aussage sagt ja Mario Cortegana, sagt ja OK Diario, ein Marca, ein AS, alle sind sich einig. Florentino Perez ist der Meinung, Real Madrid hat einen Fehler gemacht bei den letzten 2 Trainerentscheidungen. Er hätte sich zu viel reinreden lassen. Er war nie überzeugt von dem Xabi Alonso gewesen, auch nie ganz überzeugt von dem Álvaro Arbeloa, aber er hätte sich so viel reinreden lassen. Jetzt möchte er das letzte entscheidende Wort haben. Ja. Und passend dazu ist gestern auf einmal ein Trainername erschienen, den ich so vorher noch nicht gesehen habe. Und zwar der von Lionel Scaloni. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Der Geheimfavorit für die Trainerbank. Real Madrid steht bereits mit ihm im Kontakt. Ein neuer Kandidat für den Trainerposten bei Real Madrid ist aufgetaucht. Ein Weltmeister und 2 Copa America Trophäen sprechen für sich. Die Liste der Trainerkandidaten für den Trainerposten bei Real Madrid in den kommenden Saison wird immer länger. Ein Überraschungskandidat hat sich in Valdebebas herauskristallisiert und die anderen Namen auf der Liste überholt. Lionel Scaloni, der aktuelle argentinische Nationaltrainer, Weltmeister und zweifacher Copa America-Sieger. Laut Cadena Cope, also ist auch eine zuverlässige Quelle, hat Real Madrid bereits direkt Kontakt zu Scaloni aufgenommen. Florentino Perez prüft seine Option und wird, wie erst vor wenigen Stunden berichtet, die Entscheidung selbst treffen, anstatt sich von den Ratschlägen seiner Vorstandskollegen leiten zu lassen. Der Vertrag des Nationaltrainers läuft noch bis Dezember dieses Jahres. Doch seine Zukunft könnte, wie so oft, vom Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft abhängen. Ja, und dann geht der Artikel noch weiter, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir ja schon herauskristallisiert.
Lionel Scaloni hat anscheinend alle Trainerkandidaten überholt und ist jetzt der Top-Favorit. Real Madrid steht bereits mit ihm im Kontakt. Ja, und ich bin ganz ehrlich, auch bei dem Scaloni habe ich ein geteiltes Herz in meiner Brust. Ist er jetzt meine erste Wahl? Nein, meine erste Wahl ist und bleibt, naja, am besten Xabi Alonso kommt zurück, aber von dem Gedanken können wir uns verabschieden. Also meine erste Wahl bleibt ein Jürgen Klopp, am besten in Zusammenarbeit mit Toni Kroos. Das sage ich euch aber jetzt schon seit einigen Tagen. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, die Alternativen zu einem Jürgen Klopp. Was machen wir, wenn Klopp sagt, nö, danke, ich bleib bei Red Bull? Naja, kann ja bei einem Jürgen Klopp immer passieren. Was machen wir dann? Von den gesamten anderen Trainerkandidaten, ein Pochettino, der löst in mir gar nichts aus. Ein Didier Deschamps löst bei mir gar nichts aus. Ein Unai Emery, da könnte ich vielleicht noch denken, ja, ein José Mourinho, habe ich euch jetzt die letzten Tage schon oft genug gesagt, bin ich mir nicht sicher, ich glaube nicht mehr, dass er the Special One ist. Ja, und ganz ehrlich, ein Scaloni, was er mit Argentinien geleistet hat, das gebührt meiner Meinung nach Respekt. Du wirst nicht einfach Weltmeister, naja, die Schiedsrichter haben mehr als genug geholfen, aber der gewinnt ja auch zweimal die Copa America. Okay, Südamerika ist zurzeit nicht der stärkste Kontinent, jetzt sage ich das und die werden Weltmeister, nein, aber ihr wisst, was ich meine. Trotz alledem, der ist ja auch vor dem Nationaltrainerposten schon sehr erfolgreich als Trainer gewesen. Er bringt vielleicht diese Energie, diesen Biss, denn wenn Argentinien für eine Sache stand, war dafür, dass die alle 110% aggressiv auf dem Platz waren, alles gegeben haben für den Sieg. Also ist ein Scaloni jetzt jemand, wo ich sage, ja super, das muss die erste Lösung sein? Für mich nicht. Für mich bleibt es halt ein Jürgen Klopp, wenn irgendwie möglich. Aber wenn das mit dem Klopp nicht klappt, illusioniert mich ein Scaloni mehr als die anderen Kandidaten. Ja, jetzt aber auch zwei große Nachteile, die ich erwähnen muss. Nachteil Nummer 1, er ist halt seit einigen Jahren Nationaltrainer. Und es ist was ganz anderes, dreimal im Jahr eine Mannschaft zu trainieren, wo du dir genau auspicken kannst, den möchte ich aus der Mannschaft, das möchte ich für den, dass die Jungs dann ein gutes Klima haben. Das ist was ganz anderes als in diese Kabine von Real Madrid, die meiner Meinung nach ja, eine Restaurierung, eine Grundsanierung braucht, wo einiges geklärt werden muss. Ich weiß nicht, ob er die Führungsqualität hat, mit solchen vielen Superstars das zu klären, und zwar in der täglichen Arbeit. Das ist was ganz anderes als bei einer Nationalmannschaft. Ja, und der zweite große Kritikpunkt, den ich habe, der ist der argentinische Nationaltrainer. Die WM fängt Mitte Juni an, geht bis Mitte Juli. Real Madrid braucht einen Trainer, der ab dem 1. Juni mit 100% bei Real Madrid ist. Diese Mannschaft, da muss sich so viel verändern. Du brauchst einen Trainer, der 100% Fokus hat auf Real Madrid. Wo setze ich an? Welche Spieler brauche ich? Was für ein System brauche ich? Was ist mein sportlicher Plan für die nächsten Jahre? Wer wird mein Co-Trainer? Wer wird mein Torwarttrainer? Wer wird mein Fitnesstrainer? Zu dem Thema kommen wir übrigens morgen auch. Madrid möchte da einiges ändern, Gott sei Dank. Naja, aber ein Scaloni wird den Teufel tun und sich von Argentinien ablenken lassen. Der wird zu 100% fokussiert sein auf Argentinien. Und das ist ein großer Nachteil, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, das sind die Informationen des heutigen Tages. Ich bin gespannt, was ihr zu den Informationen sagt. Was sagt ihr zu Scaloni, zu Mbappé, Pitac und Eder Militao? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Auch wenn ihr anderer Meinung seid als ich, lasst das gerne in den Kommentaren. Ich bin nicht allwissend, ich habe nicht immer recht. Und ja, dafür sind wir ja da, um uns auszutauschen. Ich freue mich auf die Kommentare. Wenn ihr schon mal da seid, sei so nett, lasst ein Like auf diesem Video, hypt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, tut mir den Gefallen, klickt drauf, unterstützt mich ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Marie!